Karl und Elke, ja, sie leben seit rund 5 Jahren im Wohnmobil. Das hat er gesagt. Seit August 2016. Seit 2016, ja. Seit August 2016. 16, ja. Und die Story von euch beiden, die ist so phänomenal. Ihr habt nämlich irgendwann gesagt, Haus brauchen wir alles nicht mehr. Alles, nehme ich mal an, verkauft, oder? Alles verkauft, zu viel Arbeit, Haus und Garten, haben wir keine Lust mehr drauf gehabt. Ja, und dann haben wir uns kurz entschlossen, im Wohnmobil zu leben. Ja, ihr habt einen ganz tollen Grundriss, ihr habt einen Alkoven dafür entschlossen. Das ist das Perfekte, oder? Für uns ja, wir hatten auch schon einen integrierten, aber uns war das im Winter beim Skifahren vorne drinnen immer zu kalt. Ihr seid Skifahrer. Ja, sind wir jetzt auch auf dem Weg. Also nochmal, das Leben, also wir sind ja jetzt hier in Bayern unten. Ja. Ihr habt einen kurzen Halt gemacht. Was habt ihr gemacht? Wir sind eigentlich auf dem Weg nach München zu einem kompetenten Herr, der uns hilft, unsere Solaranlage zu, wie sagt man da, noch vollends zu verbessern. Zu reparieren, Ja. Zum Fertigbauen, dass wir autark stehen können. Ja. Und dass wir ganz unabhängig immer in die Berge irgendwo hinstehen können und so wie wir wollen leben, machen Ja, und unsere Freiheit genießen. Ihr steht extrem viel frei, hast du mir erzählt. Gell? Teils. Teils. Ja. Unterschiedlich, ja. Okay. Wir stehen schon ganz frei. Also im wir Winter, sind ab. ja, im Winter vor allem an den Gondelstationen, dass man dann einen kurzen Weg zum Skifahren hat, da stehen wir gern frei. Aber wir gehen auch zwischendurch immer wieder auf den Campingplatz. Und im Sommer, da genießen wir auch oft so Stellplätze, kann man das ganze Sachen draußen stehen lassen, Tische, Stühle, Liegen, Fahrräder, alles. Aber auch da stehen wir teilweise frei, wenn es einen schönen Strandplatz gibt. Okay, das heißt, ihr fahrt nicht nach Spanien oder so mal schon? Doch auch, aber jetzt noch nicht im Winter. Wir sind im November heimgefahren. Die ganzen Deutschen über Winter sagen alle, seid ihr blöd, ihr fahrt jetzt nach Deutschland, aber wir suchen halt noch den Schnee. Ihr sucht den Schnee. Ihr seid leidenschaftliche Skifahrer. Wo seid ihr hier ursprünglich quasi geboren? Hier in Süddeutschland, in Heidenheim. In Heidenheim. Das heißt, das ist in Bayern, Auf den Schwäbischen Schwäbischen Alben, ja. Baden-Württemberg. Ja, genau. So, es ist so. Ja, man hört es auch so ein bisschen raus. Wenn man gerade zur Seite tritt, ausnahmsweise mal, dann zeige ich mal euer Schätzchen. Denn es ist ein Phönix, auch gebaut in Franken. Ja. Der ist schon für die Ewigkeit gebaut, oder? Der ist für die ewig. 11 Jahre. 11 Jahre alt, ja. Und der ist immer top im Zustand, wird aber auch viel gepflegt, das Wohnmobil. Ja. Und das ist ja auch ganz arg wichtig, dass man immer nach allem schaut und so weiter. Sehen wir jetzt hier wieder. Da wird auch wieder Sag mal eine kleine Reparatur gemacht am Kamin. Am wo? Da am Kamin. Okay, hier. Ja. So, okay, da ist die Heizung. Was ist da für eine Heizung? Eine alte, oder? Das ist eine alte Heizung, ja klar. Das ist das Beste, was es gibt eigentlich. Genau, das heißt, ihr habt im Prinzip warmes Wasser und eine Warmwasserheizung. Ja. Das ist wie zu Hause, oder? Also uns fehlt hier nichts. Okay. Uns friert es nicht. Es ist eben, ja, sogar im Gegenteil manchmal ein bisschen zu warm. Also wenn wir Besuch kriegen, sagen alle, Mensch, ist bei euch warm, aber wir fühlen uns eben so wohl, so mit 23 Grad. Ich habe eben mit deinem Mann gesprochen. Viele haben mich dann gefragt, ja, was ist denn dann, wenn ich wieder zurück will? Das heißt, ich wohne jetzt im Wohnmobil, mache das ein paar Jahre und dann will ich aufhören. Und da hat er gesagt, ist doch vollkommen egal. Also wir machen das, solange es uns Spaß macht, solange es einfach auch geht. Aber wir sind auch im Wohnmobil schon krank gewesen. Ist halt so, ist auch nicht anders wie zu Hause. Beispiel was ist zum Beispiel mal aufgetreten? Schnupfen? Ja, normale Sachen Ja, halt. Fieber Ja, oder ja. Grippe mal oder so, ja. Ja, vor 2 Jahren waren wir um diese Zeit in Südtirol, war ja die Biathlon-WM und da hat man schon gedacht, wir hätten schon das erste Mal Corona gehabt. Da ist uns wirklich nicht gut gegangen, aber das haben wir im Wohnmobil genauso ausgesessen wie zu Hause. Also kein Problem. Jetzt sind die Leute ja wieder unterwegs. Das Jahr, das erste Jahr Corona, war ich unterwegs. Herrlich, waren keine Camper unterwegs, du warst ganz alleine, überall. Aber nicht in Deutschland. Also wir waren... Ich war in Frankreich, ganz alleine. Ja, wir waren das erste Mal in unserem Leben im Norden Deutschlands, weil uns zieht es immer mehr Richtung Süden. Und unsere Kinder sind nach Fehmarn gefahren, haben wir gesagt, ganz spontan fahren wir auch Richtung Norden, besuchen die. Hat uns auch gefallen, aber da, als die Ferienzeit anfing, Ende Juni, sind wir geflüchtet. Also da sind wir dann weg. Und dann sind wir Richtung Süden gefahren, in dem Jahr dann nach Italien. Ja. Und da war es herrlich. So, jetzt habt ihr ja 2000, was war es, 17 seid ihr? 16 ja. seid ihr eingezogen. Ja. Der Schritt bis dahin, Vorbereitung, was habt ihr gemacht? Auch gar nichts. Wir haben eigentlich die letzten 2-3 Jahre, bevor wir das gemacht haben, haben wir viel im Internet gelesen, haben Reiseberichte gelesen und wir hatten vor, das irgendwann mal zu machen. Und dann haben wir auch von Leuten gelesen, die im Wohnmobil wohnen, obwohl sie noch am Arbeitsleben teilnehmen.
Okay. Und dann hat mein Mann gesagt, komm, ganz kurz entschlossen, jetzt verkaufen wir das Haus und jetzt geht's los. So, wir machen mal eine ganz kleine Roomtour, denn ist es so, das ist jetzt euer Zuhause? Das ist alles, oder? Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Stimmt nicht, also wir haben noch einen kleinen Raum bei unserem Sohn, da stehen von uns so, sagen wir mal, 7, 8 Umzugskisten, wo wir ein paar Sachen eingelagert haben. Das war's. Das war's. Ja. So, dein Mann hat hier hinten eine Rahmenverlängerung dran gemacht Ja. und da ist eine Kiste drauf. Die ist schon praktisch, oder? Da haben wir jetzt das ganze Sach drin, das nass werden darf. Die Skier, die Schneeschieber und Die Schneeschieber. lauter solche Sachen eben, ja. Und hinten? Hinten in der Garage, ziemliche Unordnung. Nee, gar nicht. Also du bist herzlich eingeladen, mal zu mir zu kommen. Das ist ja interessant. Schwerlastauszug Zum Wäschetrocknen. zum Wäschetrocknen. Wo die Skianzüge trocknen. Das ist das genial. Und da hinten ist immer warm, oder? Die Garage ist beheizt, ja, da ist immer warm. Das ist ja genial. Das heißt, du brauchst im Prinzip keinen Trockner. Ist eine Waschmaschine drin? Bob? Nein, Nein, nicht. das haben wir nicht. Eigentlich aus Platzgründen nicht, aber wir haben kein Problem. Also es gibt überall Plätze mit Waschmaschine, also gar kein Thema. Das funktioniert, brauchen wir nicht. So, da ist jetzt ein Regal drin, habt ihr eingebaut. Ja, klar. Ich zeige das mal Sieht gerade. halt alles nicht so schön aus, aber mei. Nee, das ist alles super. Also ich sag mal, das ist ja auch handwerkliche Kunst. Das heißt, richtige Schreinerarbeiten, die hier gemacht worden sind, das hält, oder? Haben aber leider nicht, oder was heißt leider, haben nicht wir gemacht, sondern wir haben das Wohnmobil ja gekauft mit 2,5 Jahren und das war schon eingebautes Regal. Hier vorne sind die Stühle und so weiter, aber es funktioniert ja. Das heißt also, da ist ein Rausfallschutz, habe ich gesehen, eine kleine Schraube drin. Ja. Ja, einfach, aber funktioniert. Genau, dass nicht alles durch die Gegend fällt. Und das war jetzt meine Idee. Ich habe immer gesagt, wenn wir Skifahren sind, gerade an der Gondelstation, kannst du ja nicht so richtig Wäsche aufhängen. Da müssen wir unsere Anzüge in die Luft hängen können, trocknen können. Beim Thermalbaden die Handtücher trocknen, einfach. Verstanden. Und im Winter ist so. Und im Sommer kommen die Fahrräder rein, die E-Bikes rein. Die sind aber jetzt nicht dabei, Nein, oder? die Nein, sind jetzt und- nicht. und- Beim Sohn oder wo Ja, sind? sind da Ja, Die untergestellt. sind unter. Wir haben eine Garage noch gemietet. Und diese Kiste ist im Sommer auch weg, da steht dann der Roller drauf. Da steht der Roller drauf. Ihr habt einen kleinen Roller, einen 125er? Ja, Ja, Okay, habe ich auch. Das ist klasse, oder? super, ja. Das ist wie Urlaub, eigentlich permanent habt Ja, ihr. mein Mann hätte eigentlich gerne einen größeren Roller, aber mit dem 125er darf ich halt auch fahren. Das ist schön. Ja, zumal im Ausland brauchst du gar keinen Führerschein. Du darfst ja so, glaube ich, sowieso. Ich darf Das ist- sowieso, Ja. aber eben nur bis 125 und deshalb bleiben wir bei dem Roller und er bringt uns überall hin, wo wir wollen. Da sind wir schon der Großglockner gefahren und ganz tolle Ausflüge gemacht. Ja, klasse. Ich darf mal fragen, was hast du für ein Alter? ich war 67. 67, ja. Ja. Und deine Frau sieht viel jünger Über aus? 65. 65, ja, habe ich so Jetzt vermutet. im März, ja. Das heißt, ihr seid in einem Alter, wo viele drüber nachdenken, jetzt in Rente zu gehen, ja? Wir sind schon in Rente. Ihr seid in Rente? Ja. Seit 7 Jahren dann, oder? Nein, wir waren Jahre. seit 4 Jahren. Also wir haben noch gearbeitet, als wir ins Wohnmobil gezogen sind. Also, ihr habt drin gewohnt und habt gearbeitet? Und haben gearbeitet. Ganz normal hier gewohnt und zur Arbeit gefahren. Ihr standet dann vor der Arbeit oder wie? Oder irgendwo in der Nee, Nähe? auf einem Stellplatz in der Nähe. Stellplatz in der Ja. Nähe. Sag mal, die Leute, haben die euch für verrückt erklärt, als ihr das gesagt habt? Jein. Also es war teilweise recht lustig. Es kamen Leute auf uns zu, mit denen man nur ganz lockeren Kontakt hatte Ja. und wollten uns auf einmal helfen und haben gedacht, wir brauchen Hilfe, weil wir jetzt wohnsitzlos sind. Haben uns Wohnsitzlos? Ja. Obdachlos? Ja, die haben uns wirklich Hilfe angeboten und Leute, von denen wir das gar nicht gedacht hätten. Jetzt die einen näher kennen, die haben ja gewusst, das wollen wir so. Ja, ja, wir klar. haben uns das so ausgesucht. So, jetzt seid ihr ja 7 Jahre unterwegs oder 6 Jahre, 7 Jahre. Ihr würdet die Entscheidung jederzeit nochmal so treffen? Ja, Ist ja schon eng in so einem Wohnmobil, wenn du dich mal aus dem Weg gehen willst. Wir sind jetzt 47 Jahre fast verheiratet. 47. Wir haben ganz jung geheiratet und da hat jeder gesagt, das haltet ihr zwei sowieso nicht aus. Und wir sind eigentlich eine von den wenigen, die wo noch verheiratet sind. Alle anderen, die das gesagt haben, sind alle geschieden und schon wieder. Wir sind 47 Jahre und wir lieben immer noch die Enge und wir lieben immer noch das Kuscheln. Das glaube ich dir. Das heißt, ihr schlaft zusammen in einem Bett, Immer. Arm in Arm. Selten, dass wir mal getrennt geschlafen haben. Und das ist bloß, wenn sie beim Skifahren war oder ich irgendwo im Ausflug war oder so. Aber sonst schlafen wir immer zusammen. So, darf ich da mal reingucken in die Kiste? Sind da die Ski drin? Oder? Wir haben aber Stark. dann auch noch was Interessantes. Wir haben ja einen Gastank auch drin. Ein Gastank? Gastank ist unter. Und was wir noch haben, ist eine Brennstoffzelle
in dem Wohnmobil. Eine Efeu-Brennstoffzelle zum Strom machen. Okay, ist das gut? Super. Für uns das Beste, was es gibt. Der Vorteil, es geht zwar langsam, aber stetig. Das heißt, du hast dann binnen 1-2 Tagen. Ist das teuer, da die Brennstoffzelle Die zu bauen? Brennstoffzelle zu anschaffen ist teuer. Die kostet knapp 6.000. Und das Methanol ist natürlich schon teuer. Ich glaube, seit unserer ersten Brennstoffzelle ist das Methanol mindestens um wie viel 100% draufgegangen, der Preis? Das heißt, du schüttest da Methanol rein, Strom kommt raus. Ist das laut? Überhaupt nicht, da hören wir gar nichts. Gar nichts. Das ist ja ganz leichtes als Sorin bloß oder sowas. So, ich gehe mal weg, dass sie den Für uns, der macht 200 200 Watt. 200 AH Okay. im Tag. Und das reicht uns Haufen genug aus. Ich verstehe. Das heißt, der lagert 200 Ampere-Stunden ein Ja, ja. pro Tag. Ja, ja. So, und Also Gerüchtekiste. toll. Das heißt, ihr habt eine Leiter drin, ihr könnt aufs Dach steigen, Ja, das ist auch wichtig, der Schneeabräumer, wenn es viel schneit. so Schnee abräumen. Dann habt ihr überall für eure Skischuhe, habt ihr dann die Unterlagen drin. Da sind die Skier drin. Ja, Ist das genial. Das heißt, ihr seid im Winter, fahrt ihr Ski ja. und im Sommer seid ihr am Strand. Oder? Und Fahrrad. Und Fahrrad. Ja. So, toll. So, hinten, was hast du da noch? Skier drin, Skischuhe drin. Skischuhe, okay. Ja, gut, siehst Phänomenal. Trotzdem habt ihr noch eine Gasflasche als Sicherheit. Das ist eigentlich nur deshalb, wir fahren jetzt auf den Campingplatz und der Campingplatzchef hat uns im Sommer freundlicherweise eine Gasflasche geliehen und die ihr zurück. kriegt er jetzt leer wieder zurück. Wieder zurück. Toll. So, und das heißt also hier vorne einen Gastank habe ich schon gezeigt. Ja, Dann hast du Gastankes Volumen vom Tank. Was geht da rein? 188 Liter. 88 Liter. Okay, das hält, 110er Tank. Das hält im Winter 2 Wochen. Nein, 3 Tage reicht eine Gasflasche und so. Das sind ja so knapp 4 Gasflaschen und da reicht das maximal so 10, 11 Tage. Also bei 20 Grad Bei minus. 20 Grad Jetzt minus hält es und so. natürlich bei Länger. dem Wetter Jetzt hält's länger. länger. Bei 20 Grad minus. Das heißt, ihr seid ja an der Skistation, ist ja schon mal 20 Grad minus. Ja, ja, leicht, ja klar. Kann passieren. Ja, ja, Oh, ja, super. ja. Ihr habt da drin jetzt eine Hecksitzgruppe, oder was habt ihr da drin? Nein, vorne eine kleine Rundsitzgruppe. Darf ich die mal sehen? Ausnahmsweise? Ja. Och, bitte, zeig mir das. Gott sei Dank habe ich vorher Staub gesaugt. Hast du Staub gesaugt? Ja, ich habe einen Weitwinkel, das ist kaum zu erkennen. Also das ist der, denn ich ziehe auch die Schuhe aus. Ja, wir waren gerade beim Einkaufen und beim Reparieren. Sieht jetzt ein bisschen wild hier aus. Oh, ist das toll. Dankeschön. Ich habe den eben gezeigt, MAN habe ich gezeigt mit Hecksitzgruppe. Muss sagen, Phoenix baut gute Autos. Super Auto. Wir haben, das ist schon unser zweiter Phoenix, den wir haben. Ja. Ja, ja. Das Schöne ist, es klappert nichts, oder? Nö, und das geht auch eigentlich nichts kaputt. Am Phoenix geht nichts kaputt. Phoenix geht nichts kaputt. Das ist So, so. Grey Water Fresh, ist das gut? Ja, das testen wir heute. Das haben wir letztens eingekauft. Von Tedford. Die erfinden ja auch laufend neue Sachen, muss man sagen, oder? Ja. Das ist der. Komm, ich gehe mal kurz. Aber ist nicht alles gut, was wir machen. Bin ich ja mal gespannt. Das heißt, wir haben also hier so einen klassischen Grundriss. Das Schöne ist natürlich am Alkoven, du hast gar nicht das Gefühl, dass du im Wohnmobil bist, weil du siehst das Fahrerhaus nicht. Ja. Ja. Also uns war das wichtig, wir sind ja früher auch Wohnwagen gefahren und da war das einfach kuscheliger, als wenn du vorne drin auf den Fahrersitze sitzt. So, ich ziehe mal die Und Schuhe vor kurz allem aus. eben auch die Kälte. Das ist obligatorisch hier. So. Da vorne sind die Kinder und die Enkel. Die Enkel, wenn sie mal da sind, ja. Okay. Das heißt, sie schlafen. Enkel guckt jetzt gerade fotografieren. Das sind die alle. Das Schöne ist allerdings, die werden ja laufend größer. Kriegt man das denn gut mit? Oder seid ihr oft da bei den Enkeln? Wir gehen schon heim. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir heimgehen. Das sind unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Okay. Wir waren jetzt zu Hause, wir sind im November zu Hause gewesen. Dann sind wir vor Weihnachten 2 Wochen in Südtirol Skifahren gewesen, über Weihnachten zu Hause und jetzt geht es wieder los, so bis Ende März, Anfang April. Ostern sind wir dann wieder zu Hause. Der Grundriss hier ist natürlich toll. Das heißt, du hast mehrere Räume. Hinten kann auch mal einer schlafen. Also wir hatten der erste Phoenix mit einer großen Rundsitzgruppe hinten. Der ist eigentlich unschlagbar, muss man ehrlich sagen. Aber mein Mann hatte 2015 ein bisschen Probleme mit Rückenbandscheiben und so und da war es schwierig, in den Alkoven raufzukommen zum Schlafen. Deshalb haben wir uns umentschieden. So, das heißt, ihr habt jetzt ein Queensbett quasi. Elke und Karl seid ihr. Zu Hause, wo das WOMO bremst. Das ist so. Wenn ihr unterwegs seid, ihr seid ja so, ich sag mal klar, habt ein großes Wohnmobil, aber die Leute, die kapieren das nicht direkt, dass ihr im Wohnmobil wohnt. Ihr geht ja auch teilweise als normale Camper durch. Wir Oder? erzählen das nicht jedem. Ja. Das merkt man sofort, wem man es erzählen kann und wem man es nicht erzählen kann. Ja.
Da darf ich euch mal bitten, dass ihr mal gerade hier in die Sitzgruppe reingeht, wie ihr normal sitzt. Das hier ist ja ein Face-to-Face-Grundriss, wie man den heutzutage sagt. Das heißt, ihr könnt euch gegenüber sitzen wie im Restaurant. So, und wenn es gemütlich wird, dann sitzen wir eigentlich so. Warte, ich zeig das mal gerade. Du hast eine Skijacke an. Man nimmt ja nicht mehr so viel mit. Das heißt, man hat keine 100 Jacken mehr, oder? Nein, aber wir haben immer noch viel zu viel dabei. Haben wir 5, gemacht. 6 Jahre hat jeder dabei. 5, 6 Jacken. So Also ich würde mal sagen, von dem Zeugs an Klamotten, das wir mit uns rumschleppen, ein Drittel vielleicht benutzen wir. ein Drittel. Ja. So, das heißt, jetzt mal ganz ehrlich, der Alkoven ist ja phänomenal. Du hast hier vorne Platz, da kannst du Stauraum, da kannst du auch mal was Leichtes, Größeres, die Luftmatratze musst du nicht abblasen. Nee, eigentlich nehmen wir es als Stauraum. Wir haben so viel Stauraum in dem Auto, ist ja total unterkellert, wir brauchen es als Stauraum nicht. Skiklamotten sind hinten in der Garage drin, also wir brauchen es nicht. Also das ist eigentlich... Ich zeige mal gerade die Fernsehzeitung, dass man das mal sieht. Das heißt, ihr lebt ja hier ein Leben wie zu Hause. Das heißt, so sieht es natürlich aus. ihr habt ein Fernsehprogramm. Das sieht aus bei uns. Nein, ist super. Nein, ich zeige das nur mal gerade. Das heißt, man guckt da Fernsehen drin, man kocht einen Kaffee, man geht mal spazieren. Du bist aber überall im Prinzip woanders. Jetzt bist du ja hier auf dem Stellplatz. Jetzt bist du hier zu Hause quasi im Moment. Ja, genau. So, das ist genial. Ich zeig mal. Jeden Tag neue Leute kennen, gell? Gut, Ja. es ist so, wenn man das macht und viel unterwegs ist, es gehen so gewisse Bekannte gehen einem verloren, die mit dem jetzt auch nichts anfangen können, aber man lernt jeden Tag irgendwelche Leute kennen. Das ist ja so, wenn man fährt. Man hat ja auch Freunde, mit denen man vorher vielleicht ins Restaurant gegangen ist oder so. Die sieht man ja dann nicht mehr so oft, oder? Weniger, ja. Ja, wir haben unsere Freunde, die richtigen Freunde, die trifft man regelmäßig, wenn man zu Hause ist. Und die anderen Freunde, die wollen wir gar nicht sehen. Das heißt, also hier hinter, da ist eine Tür, da könnte man noch mal durch. Da geht's durch. Aber die braucht ihr ja gar nicht aufzumachen, Machen wir nicht. sondern ihr steigt ja einfach dann ein. Dann habt ihr Stauraum. Hier könnte jemand schlafen. Also wenn mal jemand zum Beispiel krank ist. Also Und durch das, dass hier die Schränke eingebaut sind, ist das Bett oben nicht ganz so breit, geht ein bisschen verloren, aber eine Person oder die Kinder können gut Und hier oben können schlafen. auch 2 schlafen. Hier, das kann man Da können auch 2 schlafen. Und dahinter ist ja unser Bett. so, da darf ich da mal, also kleiner Fernseher langt von Karatec. Ja, wir haben dahinter auch noch einen Fernseher. Im Bett haben wir auch noch einen Fernseher. So, dann Küche. Ich zeig mal gerade, das ist eine schöne große Küche. Ich habe schon eben gezeigt, du hast eine Waage hier, du kochst hier viel? Ja, Kocher, Bagger, Brotbacker, alles. Brotbacken Ja, auch. hier unten ist der Backofen. Der Backofen. Da links. Da ist der Backofen. Ist der gut? Ja, also wir hatten keine große Auswahl, es hat nur der reingepasst. So, jetzt habt ihr hier einen Kühlschrank, einen Kompressorkühlschrank, Ja. meistens von Kissmann. Ja. Ist auch ein Kissmann. Da ist Ja, was die drin, Kuchen, ja klar, ist auch voll. So, und da habt ihr, ich zeige das mal gerade da vorne, was ist da drin? Das ist Der Hefe. Hefe, Noch okay. für Italien, ja. Eier, Löwensenf. Landjäger. Dann hast du die Meckle ungesalzen. Ja. Ich sag mal, also ganz normal, wie man das so kennt. Ja, ihr habt eine Wurst drin. Ja, hauptsächlich vom Metzger. Vom Metzger. Hausmetzger, das reicht jetzt 2 Wochen und dann kaufen wir in Italien feine Sachen. In Italien, ihr fahrt jetzt nach Italien. Nach Zuerst Südtirol. nach Südtirol. Nach Südtirol, Skifahren. Ja. Ja. Zuerst nach Bad Gastein eine Woche. Zum Nach- Kuren. Ist das nochmal, ihr fahrt nach Bad Kastein zum Ja. Kuren? Und Ja. dann geht es weiter nach Südtirol. Kuchen heißt, der geht dann in Bad, Thermalbad? Oder? In den Gibt's einen Heilstoff. Heilstoll in Bad Gastein. Ja, Mit Radon und mit Wärme okay. und Feuchtigkeit. Und da gehen wir jetzt eine Kur und dann fahren wir nach Südtirol zum Skifahren. Dann sind die Knochen gut in Schuss und dann können wir Skifahren. Toll. Sag mal so, das Geld langt. Das heißt, das ist nicht teurer, als wenn man eine Wohnung hat, oder hier? Aber auch nicht billiger. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht teurer, nicht billiger. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie viele 1000 Kilometer du fährst. Wenn du, Kostet nur, Sprit. wenn du Ja. im Monat nur stehst, Ja. ist eigentlich nicht teuer. Das teuerste wird wohl der Sprit sein, wenn wir fahren. Nee, sonst immer das normale Kosten und so. Mein Essen, Trinken musst du zu Hause wie im Wohnmobil. Stellplatzgebühren, ja, dafür zahlen wir keine Miete oder keine Nebenkosten von Haus oder Wohnung. Also das, Aber das Leben ist schon teuer, auch genauso teuer, wie wenn du eine Wohnung hast. Wenn im Wohnmobil irgendwas, du hast ja immer eine neue Reihe von das, dann brauchst du 18 Liter auf 100 Kilometer. Das läuft schon ins Geld und Mautgebühren und TÜV, wie läuft das? Ihr seid einmal im Jahr denn hier in Deutschland zum TÜV? ja klar, muss auch. Und dann sind wir in Marokko und überall schon gewesen. Gut, da ist ja nicht so wichtig mit dem TÜV. Nö, aber wenn du so große Strecken fährst, und dann sind wir 15.000 Kilometer gefahren in 3 Monaten, das geht noch schon ins Geld. So, das heißt, ihr habt hier eine große Garderobe? Oder ist das? Aber wir, das ist brauchen, unser Schrank. wir brauchen nicht sparen. Boah, ist der groß. Das ist ja riesig. Ja.
Das Interessante ist die Holzfarbe, das ist ganz universell. Ja. Das ist schon wichtig, Holz, oder? Dass man nicht so kalt, oder? Das ist auch das Platz und ja, genau. Und das Ist hier vorne, ist wahrscheinlich die Technik darunter, oder? Nee, das ist unser Gewürzschrank. Der Gewürzschrank? Den haben wir nachträglich eingebaut. Ach, darf ich den mal sehen? Das ist Oder halt Gewürze einfach. ein bisschen sowas. so. Und das heißt, du kochst wirklich viel, ich sehe das schon. Ach ja. So, und das ist euer Bad. Ihr duscht, Ja, klar. Das müssen wir halt immer ausräumen. ja. So, das ist Aufwand, aufräumen, ausräumen. 5 Minuten. Aber eine höchstens. Minute. 1 Minute. Die ganzen Klamotten hinten aufs Bett und wenn die Dusche wieder geputzt ist, kommen sie wieder vor. So, das heißt also, Waschbecken habt ihr mit drin. Das ist hier auf der Seite. Das Ganze ist ja für die Ewigkeit gebaut. Das heißt also auch die Stoffe, die Baustoffe, das funktioniert alles gut. Einwandfrei. Perfekt. Hält, Also mit dem das sieht Phoenix- aus wie neu, Mit dem alles noch. Phoenix-Aufbau, mit den Schränkeln, mit den Sachen, da haben wir eigentlich gar kein Problem nicht. Wow. Und ihr habt mehrere Spiegel. Das heißt, hier kannst du dann auch mal föhnen, kannst machen, kannst... So, hier hätten wir nochmal einen Spiegel. Ah! Guck mal hier, ein ganz großer. Verstanden. Dann habt ihr überall Schränke. Diesen Silber, die habt ihr auch nachgerüstet. Den haben Den wir haben wir auch auch nach, das ist gekriegt, unser ja. Arzneimittelschrank. Okay. Das ist ja auch wichtig. Da hat jeder einen eigenen, oder? Nö. Ihr habt keine Krankheiten, chronische, große? Bluthochdruck, nix? Doch, ja. Nee, komm, hör auf. Ah, doch, du musst ja ein bisschen erhöhen. Du musst ja Arznei Ah, einbauen. jetzt komm mal. Okay, aber ist ja so, man isst ja auch gut im Wohnmobil. Ja, aber das glaubst du doch. So, jetzt zeige ich mal gerade, hier vorne habt ihr einen Heizkörper, da kann man sauber machen. Ja, ja. Ihr habt hier diese Mikrofaser, Putzlappen sind das, oder was hier oben drauf? Ja. Putzfuchslappen sind es. Putzfuchs, ist das gut? Sehr gut. Ja. Okay. Das Beste, was es Das gibt. ist nicht Mikrofaser, sondern Bambus. Holz Bambus. irgendwie, habe ich Bambus. gehört. Bambus. Fasern. Mit dem sind wir sehr zufrieden. Riecht nicht, also es ist immer so eine Frau, die stand auf den Plätzen, die hat das dann angepriesen, wie vom Supermarkt früher. Aber das ist wirklich so gut. Ja, wir sind sehr zufrieden. Sehr Ja. skeptisch. Die haben wir jetzt erst letztes Jahr im Sommer gekauft, weil wir gesagt haben, ach, es gibt so viele Lappen, wir brauchen doch keine. Und die stinken wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Die sind jetzt noch nie in der Waschmaschine gewaschen und die benutzen wir wie lange schon? Ah ja, man hat doch auch gewaschen schon mal. Nee. Oder? Okay. Man muss halt gut auswaschen. Aber. So, ich zeig mal, Sebamed habt ihr also mit drin. Das ist alles wie zu Hause. Ja, ja, klar. Und du brauchst ja auch nicht mehr, oder? Das heißt, das Leben im Sommer ist ja draußen, oder? Oft. Oder drinnen, draußen. Sommer draußen. Draußen. Ja. Ja. Das heißt, Wobei, also das ist jetzt so der Unterschied, wenn du in Urlaub fährst und wenn immer im Wohnmobil lebst, wenn du 2 Wochen in Urlaub fährst, dann gehst du auf den Campingplatz, du willst ja immer nur raus. Jetzt, ich sage manchmal, komm, wir sitzen hierher, bis wir das alles raustragen. Wir haben es ja eigentlich immer. Also da musst du nicht jeden Tag so unbedingt ausnützen, sondern sagen, ach, Frühstück mache ich draußen, ach nee, komm. stimmt, das ist so Frühstück diese noch Quality Time, die Ja. viele Leute erleben. Ja. Ich habe 2 Wochen, da muss ich dann alles draußen. aufholen. Genau. Das habt ihr ja nicht. Ihr habt ja immer Urlaub. Die 2 Wochen Sozusagen, machen wir dann, oder wir fliegen meistens 2-mal im Jahr noch irgendwo hin. Sag mal, Das ihr ist fliegt dann in Urlaub. Das Ja, ist dann unser Urlaub. Das ist dann unser Urlaub. Sag mal, ihr fliegt vom Urlaub in den Urlaub. Ja, Nein, ja. das hier ist ja unser Alltag. Das ist euer Leben. Das ist unser Leben und da machen wir Urlaub. Das ist der Unterschied. Als wir noch gearbeitet haben, war das hier Urlaub. Und dann haben wir mal gesagt, ach, jetzt fahren wir mit dem Wohnmobil, das steht da, jetzt fliegen wir doch nicht irgendwo hin. Und das ist jetzt eben anders. Jetzt leben wir und fliegen in Urlaub. 47 Jahre seid ihr zusammen, oder was? Ja. Das heißt, ihr habt in früher, 20 15, und 18. 20 und 18. 18. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Dorf, im selben? Ja, Auf der einfach so Kirmes? im Bekannterkreis halt. Wenn man eben so Bei meiner Party? Ja. Ach, du kannst mich daran erinnern. Freiluftparty, ja. Nein, einer Freiluftparty. Ja, Und dann hast du sie angesprochen, oder? schaut sich halt Das so wissen wir ergeben. nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau. Aber du weißt noch genau, das war die Party und so weiter. Ja, und da habe ich einen VW Käfer gehabt, damals schon toller. Und da hat die Füße, da ist sie hinter gesessen, hat Füße vorne zu mir ins vorgestreckt und Echt? irgendwie hat sich das so ergeben. Stark. Ja, Oh, seid ihr tolle Leute. Das ist ja. Ist das hier vorne, was ist das für ein Ständer? Ist der nachgerüstet? Oder? Ja, das ist einfach so eine Klemmstange. Warte, ich zeig das mal gerade. Die ist oben und unten. Ja, Das ist ja genial. Und da kannst du dann Kleider dran hängen. Ja, das ist eigentlich eins unserer besten Teile. So, die da sind. Darf ich hier mal reinschauen kurz? Ja, bitte. In, das Bett gemacht, ja. Ich glaube, ich weiß ja, gar ist nicht. toll. Das heißt, ihr habt, jetzt verstehe ich, da ihr ja sowieso euch lieb habt wie Bolle, Ja. langt ja auch ein Querbett, oder? Ja, Nein. das ist Ja. natürlich so, wenn du jetzt, den Grundriss gibt es ja auch mit Längsbetten, aber dann bist du halt noch mal 1 Meter länger. Und das kostet ja Gewicht und man ist ja eh immer an der Grenze. Ja. Das heißt, also du Also musst ja wir- überlegen, was du mitnimmst, oder? Im Süden, Südeuropa, die Campingplätze, da sind wir schon sehr
an der Grenze mit unserem Fahrzeug. Wir sind in Italien etliche Plätze angefahren, da haben wir einfach keinen Platz gefunden, weil wir zu groß waren. Das passiert. Also meiner kriegt jetzt 7,99 Meter, Ja. auch ein großer, aber nur 7,99 Meter hoch, also fast 4 Meter, aber nur 8 Meter lang, weil ich aus der Erfahrung, du kriegst keinen Platz. Du rufst da an und Aber dann sagt, die oft- fragen immer die Länge, fragen sie ja. Ja, aber oft ist es gar nicht die Länge, sondern die Höhe auch. Die Höhe, wegen den Pinienbäumen. Deshalb ist auch unsere Satellitenschüssel wieder verkratzt oben, sind wir wieder am Baum hängen geblieben. Wir fahren zum Beispiel auf einen bestimmten Campingplatz an der Costa Brava. Da fahren wir hin, weil da unsere Kinder immer zum Surfen hingehen und der ist unter lauter Maulbeeren. Welcher ist das? Ist das Geheimnis? Der Gaviota. Gaviota. Ja. An der Costa Brava. An der Costa Brava. Und dann, da bleiben wir irgendwo jedes Jahr hängen. Das wissen wir schon. Aber wir fahren nur deshalb hin, wenn wir da eben die Kinder und die Enkel dann treffen. Ansonsten wäre das gar nicht so unser Oder Platz. ständig am Mond mal irgendwas kaputt. Habt ihr denn Enkelchen, habt ihr auch mal hier drin? Sind die jetzt schon groß? Oder weil die Bilder können ja Das sind täuschen? noch 6, 4. Und zwei. Und die zwei. waren jetzt, ja. Okay, das heißt, die dürfen auch mal hier drin pennen, wenn ihr dann da Ja, seid. klar. Ihr stellt euch dann praktisch vor die Kinder, könnt da bleiben, kriegt da Bei unserem Strom. Sohn neben dem Haus, ja. Ja, habt da ihr ist- Platz? Der hat er Platz. Also nicht der Sohn selber, sondern gegenüber ist ein altes Anwesen, das nicht mehr Ja. bewohnt ist und bei dem dürfen wir parken. Das ist ja lieb, oder? Das heißt, ihr habt ein eigenes Grundstück. Wir müssen das, pass auf, wir müssen Ihr müsst weg. am 2 in München sein. Ja, ich habe noch 4 Minuten, habe ich mir Ja. aufgeschrieben. Ja. Das heißt, bis Ja. halb darf ich filmen. Okay. Das ist so. Was ist denn euer Tipp, wenn jetzt jemand, Campingboom ist ja jetzt gerade am Laufen, das war ja zu der Zeit noch nicht so stark wie jetzt. Merkt ihr das eigentlich, dass die Plätze voller sind? Ja, man merkt es schon, aber wir finden immer einen Platz. Ja. Wir finden immer einen Platz, wo wir uns wohlfühlen. Und wenn es irgendwo ist, so übervoll, dann fahren wir wieder weiter. Fragst du auch schon mal, so, zum Beispiel bei einem Restaurant, ob du da stehen darfst? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das heißt, ihr stellt euch irgendwo hin auf einem normalen Parkplatz? Ja. Habt ihr Angst, mal zu stehen? Nee, von wem? Die haben mehr Angst vor uns. Die so. Leute. Die Die haben wissen ja nicht, was drin ist. Ja. Mein letztes Jahr haben sie uns Wohnmobil, meine Frau hat die Tasche geklaut und so weiter. Aber das ist jetzt, wir machen jetzt 40 Jahre Camping. Das ist das erste Mal, dass wir was bestohlen worden sind oder so. Ja. Aber das war jetzt nicht, dass jemand jemals versucht hat, hier einzubrechen? Das gab es noch nie, oder? Nee, eigentlich noch gar nie. Ja. Und wir sind schon in den dunkelsten Winkel in Spanien gestanden, auf dem höchsten Gletscher in Österreich, ganz alleine und so weiter. Wir haben nie Angst gehabt. Und da kam niemand, der gesagt hat, du darfst hier nicht stehen oder so. Gab es das schon Doch, mal? das passiert. Das passiert schon. Da fahren wir Da halt fahren wir weiter. halt weiter. Beispiel, wer ist das dann? Sind es Nachbarn oder Polizei? Oder? Nee, also einmal auf Sardinien war das, da standen etliche Wohnmobile, dann kam eben die, was auch immer das war, Polizei oder sonst was, hat uns weggeschickt, haben wir dann hinterher mitgekriegt, wir standen im Naturschutzgebiet, haben wir nicht gewusst. Ein paar Meter weiter vorne, die durften alle stehen bleiben. Ja, und das andere Mal war es in Portugal. Ja, da standen auch ganz viele. Dann haben die morgens um 5 geklopft, haben gesagt, weg. Und um 8 sind wir wieder hingefahren und dann die nächsten Tage kam wieder niemand. Aber es wird jetzt langsam immer strenger. Die sind immer ein bisschen schärfer da dahinter. Ist ja klar, wenn da jeder frei steht, wie er will. Die Ja. Campingkultur lässt nach. Ja. Die Campingkultur, dass viele nicht mehr wissen, was Camping ist. Dass die sich aufführen wie die Axt im Walde und Toilette leer. Müll keilt man raus, Toilette leert man irgendwo hin und so weiter. Und das ist furchtbar. Und was auch ist auf den Plätzen manchmal, man grüßt sich nicht mehr und. Das ist schon ein bisschen. Gut, ihr habt jetzt ein großes Auto, normal machen ja die kleinen Camper da, aber der ist ja schon ein bisschen älter. Kommt man dann etwas besser an bei den Leuten? Oder ist man immer noch der mit dem dicken Auto? Ja, schon. Schon, ja. Merkt man schon, ja. Ja. Wobei mir ja, wenn man jetzt unseren Nachbar da drüber sieht, sind wir ja klein. Stimmt, ja, der hat 12 Meter. Ja, genau. Und das stört uns aber nicht. Wir haben aber so viele Leute mit großen Wohnmobilen kennengelernt, mit kleinen Wohnmobilen und so eine tolle Beziehungen in der Zwischenzeit. Wir fahren ganz Deutschland rum und besuchen Leute, die wo wir kennengelernt haben durchs Campen. Last but not least, eine Frage. Ihr wart jetzt schon in ganz Europa. Das heißt, ihr In wart... Europa waren wir schon viel, ja. Ja, aber hauptsächlich Italien, Hauptsächlich Spanien, viele, ja. Frankreich. Und Nordafrika halt. Und Nordafrika. Ihr seid darüber mit der Fähre natürlich? Ja, Oder? von Algeciras aus. Ja. Standen da viele in Nordafrika? Ja, sehr viel sogar. Sehr viel. Natürlich im Winter wart ihr da, oder? Vor November, da gehen vor allen Dingen auch viele Franzosen. Und ihr wart jetzt, wie lange wart ihr da?
Wir waren nur einen Monat. Nur einen Monat? Ja. Okay, das heißt, wenn du hast eben gesagt, wenn ihr irgendwo steht, dann ist die Zeit ja egal. Ihr könnt so lange stehen, wie ihr wollt, solange wie es euch gefällt. Wenn wir irgendwo hinfahren, wissen wir auch nicht, in der Regel nicht, wie lange wir bleiben. Ja. Wir fahren halt irgendwo hin, wenn es schön ist, bleiben wir. Ja. Da kann sein, wir fahren irgendwo hin und sagen nur zum Übernachten und dann sind wir nach 2 Wochen immer noch da. Also ja. Wohnsitz ist, ihr habt einen Wohnsitz noch? Nein, wir haben keinen. Ihr habt keinen Wohnsitz Nein, mehr? wir haben keinen Wohnsitz. Wie geht das denn ohne Wohnsitz? Wir Anmelden, Auto? Ja, war ein bisschen problematisch, oder was heißt, man muss wissen, wie es geht, aber war dann gar kein Problem. Wir brauchen eine Adresse, haben wir eine Postadresse, das ist bei meiner Mutter. Ja. Und die muss dann unterschreiben, dass sie empfangsberechtigt ist. Also falls mal was kommt, so falls gelbe ein Briefe. Strafzettel kommt oder Ja, sowas, genau. ja. Okay, das heißt eine Postzustellungsbeauftragte habt ihr. Das ist dann deine Mutter. Das ist meine Mutter, da steht am Briefkasten unser Namen dran, aber wir sind nicht gemeldet. Okay, das heißt, du hast auch im Personalausweis steht drin, wie bei mir, keine Hauptwohnung Es in... steht nur der Ort drin, an dem wir zum letzten Mal gemeldet waren. Das ist Heidenheim und keine Straße. Keine Straße. Ich kenne das von Leuten, die auf dem Zirkusplatz stehen. Die haben das auch so. Die haben dann auch einen Platz, wo die da angemeldet sind. Ja. Aber viele melden sich ja dann, die haben einen Wohnsitz dann noch beim Sohn oder so. Das geht auch ohne. Es geht ohne. Das mit dem Wohnsitz bei irgendjemandem, das Meldegesetz wurde irgendwann vor etlichen Jahren ein bisschen verschärft. Und die jetzt unterschreiben, dass du dort wohnst, ohne dass es tatsächlich dort einziehst, könnte ja bestraft werden. Straftat, ja. Und das wollten wir eigentlich meiner Mutter nicht, ältere Dame, wollten wir ihr nicht zumuten. Und dann haben wir uns abgemeldet. Es ist dann auch so ein bisschen witzig, die Leute finden uns ja nicht. Mein Mann hat zum Beispiel mal seinen Ausweis verloren in Italien. Bis wir das gemerkt haben, nach einem halben, dreiviertel Jahr haben wir gesagt, oh, Ausweis ist weg, müssen wir neuer machen lassen, Passbilder gemacht, auf das Rathaus gegangen. Dann sagt die Dame, ein kleiner Moment. Dann war der Ausweis am Rathaus gelegen, der wurde nach Deutschland geschickt, aber sie konnte uns ja nirgends finden. Ah, okay, so, verstehe. Ja, wunderbar. Wir machen jetzt mal eins, wenn Leute Fragen haben, darf ich die weiterleiten an euch? Also viele Leute stellen ja Fragen, ist das möglich, dass ich die euch mal schicke per E-Mail? Ja. Also es gibt viele Fragen bestimmt, die dann so kommen, weil ohne Wohnsitz habe ich noch nie gehört. Viele melden ja einfach so ein bisschen an, machen und so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders unterschiedlich ist. Dass es da vielleicht erlaubt Weil ist. ich habe schon auch gehört, dass manche mit dem Anmelden ein bisschen Probleme haben, aber es war schon lustig, als wir das Auto umgemeldet haben. Wir haben unsere Wohnung ja verkauft, musste das ja dann von der Adresse abmelden. Da ist also die ganze Zulassungsbehörde, ist alles zusammengelaufen, bis die das dann rauskriegt haben, wie man das jetzt machen muss. Und seither wissen wir das und können denen das dann immer gleich sagen. Unbezahlbar. Letzte Frage, was war der schönste Platz, wo ihr wart? Oh je. Gibt's überhaupt? Es gibt so viele schöne Plätze. Die schönste Region war Sardinien. Sardinien. Sardinien war für mich die schönste Region. Sardinien ist Italien. Oder? Italien, ja. Genau. Die Inseln, die Sarden, die sind sowas von freundlich und herzensgute Menschen und so weiter. Und wo es auch ganz, ganz, ganz toll war, das war in Marokko. Die Leute waren wirklich arm, aber bevor die was essen, geben die dir was zum Essen. So. Und herzensgute Menschen. So, und damit wollen wir es dann. Ihr fahrt jetzt weiter. Es geht jetzt Wir fahren jetzt fahren wir zu unserem Kundendienst und dann fahren wir nach Bad Gastein. nach Bad Gastein zum Kuren. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Komm, wir machen ein Abschlussfoto von euch. Ja, kriegst du gleich. Wenn ich die Kamera ausgemacht habe, kriegst du alles von mir, dass du da bist. Komm, zeige euch mal gerade beide. Nehmen Sie noch mal kurz den Arm. Seit 47 Jahren verheiratet. Phänomenal. Oh je, Name nochmal bitte? Elke. Elke und Karl. Karl, so war's. Also ihr habt so, ich sag mal, fast aller Weltsnamen, die kann man leicht verwechseln. Da frage ich lieber nochmal nach, jetzt wenn die Leute wieder schimpfen. Kannst du dir keine Namen merken? Gar nicht so einfach. Manche merken keine Namen, manche keine Gesichter. So Gesichter klappt super, noch. Guck mal. Meine Gesichter, ich kann oft sagen, Gesichter, wenn ich einmal gesehen habe, die kenne ich wieder. So, jetzt geht's zum Kundendienst nach. Ja. Wo? In München. In München. Ja. Danke. Tschüss euch beiden, gell? Ciao. Ciao. Tschüss.